Ahmed, können wir bitte kurz reden? Ja, klar. Was ist denn los? Ehrlich gesagt bin ich langsam wirklich genervt. So kann das hier nicht weitergehen. Was meinst du genau? Die Küche war heute Morgen schon wieder nicht sauber. Die Pfanne stand noch auf dem Herd und auf dem Tisch lagen Krümel. Die Pfanne wollte ich nach dem Frühstück noch spülen. Ich musste aber schnell zur Arbeit los. Ja, aber das ist nicht das erste Mal. Immer ist irgendetwas. Mal ist das Bad nicht trocken, mal steht dein Tee noch auf dem Tisch, mal sind deine Schuhe im Flur. Tobias, ich versuche wirklich ordentlich zu sein. Aber manchmal bin ich einfach müde oder gestresst. Wir sind alle müde und gestresst, das ist keine Entschuldigung. Ich sage nicht, dass es eine Entschuldigung ist. Ich sage nur, dass ich es nicht extra mache. Trotzdem stört es mich. Ich mag es einfach sauber und ruhig. Aber ich bin doch nicht laut. Doch, manchmal schon. Gestern Abend hast du um 10:30 noch telefoniert. Ja, ich habe nur mit meiner Mutter gesprochen. 5 Minuten. Für mich war das zu spät. Ich musste heute früh raus. Ich wusste nicht, dass du schon schlafen wolltest. Das Problem ist, dass du vieles nicht weißt, weil du nicht genug nachdenkst. Das finde ich jetzt unfair. Unfair? Ich finde unfair, dass ich mich hier in meiner eigenen Wohnung dauernd ärgern muss. Es ist doch nicht nur deine Wohnung. Ich zahle auch Miete für das Zimmer. Ja, aber ich wohne hier schon seit 4 Jahren. Ich habe klare Regeln. Vielleicht sind deine Regeln einfach zu streng. Und vielleicht passt eine WG einfach nicht zu dir. Ehrlich gesagt denke ich das inzwischen auch. Dann solltest du dir vielleicht etwas Eigenes suchen. Das versuche ich schon. Aber du weißt doch selbst, wie schwer das in Berlin ist. Ja, natürlich weiß ich das. Aber so wie jetzt ist es für mich auch nicht angenehm. Für mich auch nicht. Ich fühle mich hier oft unwohl. Ich habe immer das Gefühl, dass ich etwas falsch mache. Vielleicht, weil oft wirklich etwas nicht stimmt. Tobias, ich habe keine Lust, jeden Abend über Krümel, Schuhe oder Handtücher zu diskutieren. Ich auch nicht. Deshalb rede ich ja jetzt klar mit dir. Okay, dann rede ich auch klar. Ich werde mir so schnell wie möglich ein anderes Zimmer oder eine kleine Wohnung suchen. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Gut, aber bis ich etwas finde, müssen wir trotzdem normal miteinander umgehen. Natürlich. Ich will keinen Krieg. Ich will einfach nur Ruhe und Ordnung. Und ich will einfach normal wohnen, ohne mich ständig kontrolliert zu fühlen. Dann sind wir uns wenigstens in einem Punkt einig. So wie jetzt kann es nicht bleiben. Ja, Wann hast du denn angefangen zu suchen? vor 2 Wochen. Ich habe schon ein paar Anzeigen gesehen, aber viele antworten gar nicht. Das überrascht mich nicht. In Berlin schreiben auf eine Wohnung oft 100 Leute. Ja, genau das habe ich schon gemerkt. Manche Anzeigen sind nach einer Stunde schon wieder weg. Hast du denn schon alle Unterlagen zusammen? Noch nicht alles. Ich habe Gehaltsnachweise und meinen Ausweis. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Meistens wollen sie mehr. Schufa, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, manchmal sogar ein Arbeitsvertrag. Super, das macht alles noch einfacher. Berlin ist eben Berlin. Ja, ich dachte, das Schwierigste wird die Arbeit. Aber im Moment ist eher das Wohnen das Problem. Willkommen in der Hauptstadt. Sehr witzig. Hör zu, ich meine es nicht böse. Aber wenn du wirklich etwas Eigenes findest, ist es für uns beide besser. Ja, das weiß ich. Und bis dahin, bitte die Küche sauber, kein Telefonieren spät abends und keine Schuhe im Flur. Du hast wirklich für alles eine Regel, oder? Ja, Gut, ich gehe jetzt in mein Zimmer und suche weiter. viel Glück, du wirst es brauchen. Danke, irgendwie macht mir genau das Sorgen, Warum? weil ich das Gefühl habe, dass ich schnell etwas finden muss. Sehr schnell. Dann fang heute noch richtig an. Genau das werde ich tun. Hallo Ahmed, du klingst müde. Ist alles okay? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich hatte gerade wieder Streit mit Tobias. Schon wieder? Was war diesmal los? Diesmal waren es die Küche, das Bad, meine Schuhe im Flur und ein Telefongespräch mit meiner Mutter. Also wie immer. Oh nein, das klingt wirklich anstrengend.
Ja, ich kann langsam nicht mehr. Egal was ich mache, es ist falsch. Wenn ich koche, riecht es ihm zu stark. Wenn ich dusche, ist das Bad zu nass. Wenn ich telefoniere, bin ich zu laut. Das ist nicht normal. Natürlich muss man in einer WG Rücksicht nehmen, aber das klingt schon sehr streng. Genau. Ich fühle mich nicht wie ein Mitbewohner, sondern wie ein Gast, der jederzeit stören kann. Dann musst du wirklich raus da. Ja, aber das ist leichter gesagt als getan. Ich suche schon, aber Berlin ist eine Katastrophe? Leider ja. Ich kenne viele Leute, die monatelang gesucht haben. So viel Zeit habe ich nicht. Hat Tobias gesagt, dass du ausziehen sollst? Nicht direkt, aber er hat klar gesagt, dass es für uns beide besser wäre. Na toll. Er hat sogar recht, ich will auch weg, aber ich brauche etwas Bezahlbares und halbwegs Ruhiges. Was suchst du genau? Ein Zimmer oder eine eigene Wohnung? Am liebsten eine kleine Wohnung. Ein Zimmer wäre nur die nächste WG. Und ehrlich gesagt habe ich darauf keine Lust mehr. Verstehe ich. In welchem Bezirk suchst du? Eigentlich überall, wo ich halbwegs gut zur Arbeit komme. Neukölln, Wedding, Moabit, vielleicht Lichtenberg. Mitte kann ich mir sowieso nicht leisten. Ja, Mitte kannst du fast vergessen. Heute habe ich wieder 3 Anzeigen gesehen. Eine war okay, aber die Wohnung war nach 10 Minuten offline. Typisch. Bei einer anderen musste man direkt Schufa, Gehalt, Arbeitsvertrag und eine Selbstauskunft schicken. Ja, das ist inzwischen leider normal. Ich finde das verrückt. Bevor man die Wohnung überhaupt gesehen hat, soll man schon sein halbes Leben schicken. Willkommen auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Sehr lustig. Sorry, aber du musst trotzdem organisiert sein. Hast du einen Ordner mit allen Unterlagen? Noch nicht. Ich habe vieles auf dem Handy und manches als PDF. Dann mach das heute. Wirklich. Meinst du? Ja. Wenn du spontan eine Besichtigung bekommst, musst du schnell reagieren. Die Vermieter warten nicht. Okay, was brauche ich alles? Personalausweis, Gehaltsnachweise, Schufa, Arbeitsvertrag, vielleicht eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, wenn du eine hast. Die habe ich nicht. Ich wohne doch jetzt in einem Zimmer bei Tobias. Dann schreib einfach kurz dazu, dass du aktuell in einer WG wohnst. Meinst du, meine Chancen sind schlecht? Ehrlich? In Berlin sind die Chancen für alle schlecht, aber nicht unmöglich. Das macht mir wenig Hoffnung. Doch, hör zu. Ein Kollege von mir hat nach 4 Monaten etwas gefunden. Nicht perfekt, aber okay. 4 Monate? Ja, Ich schaffe keine 4 Monate mehr mit Tobias. dann musst du klug suchen. Jeden Tag. Mehrmals. Schnell schreiben. Höflich, aber nicht zu lang. Ich weiß oft nicht, was ich in die Nachricht schreiben soll. Ich helfe dir. Schreib zum Beispiel: Guten Tag. Ich interessiere mich sehr für die Wohnung. Ich arbeite fest in Berlin, bin ruhig und zuverlässig und würde mich über eine Besichtigung freuen. Das klingt gut. Und dann kurz: Name, Alter, Beruf, vielleicht, dass du Nichtraucher bist und keine Haustiere hast. Falls das stimmt, Ja, das stimmt. super. Dann wirkt es direkt ordentlicher. Ehrlich gesagt fühle ich mich schon schlecht, wenn ich immer wieder keine Antwort bekomme. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Viele antworten einfach gar nicht. Ja, aber irgendwann denkt man schon, vielleicht bin ich nicht gut genug. Nein, so darfst du nicht denken. Das Problem bist nicht du. Das Problem ist der Markt. Vielleicht. Hast du heute Abend Zeit? Dann können wir zusammen die Anzeigen durchgehen. Wirklich? Das wäre super. Klar. Ich schicke dir auch ein paar Seiten und Apps, die ich kenne. Danke, Sarah. Ehrlich. Kein Problem.
Aber du musst mir eines versprechen. Was denn? Gib nicht nach 3 Absagen auf. 3? Ich hab gefühlt schon 10. Dann erst recht nicht. Okay, Und vielleicht kommt schon morgen etwas. Man weiß nie. hoffentlich. Ahmed, Ja, was ist das Wichtigste für dich? Der Preis, die Lage oder einfach Ruhe? im Moment, ganz ehrlich? Ruhe. Ich will einfach einmal die Tür schließen und keine Diskussion hören. Dann suchen wir genau danach. Hoffentlich finde ich das wirklich. Erst suchen wir, dann zweifeln wir. Abgemacht. Und? Wie war die Besichtigung? Kurz, voll und frustrierend. Oh nein, so schlimm? Ja, die Wohnung war okay, aber winzig und teuer. Und die Maklerin hatte gefühlt schon 20 Bewerber. Das klingt leider typisch. Ich habe trotzdem direkt alle Unterlagen geschickt, wirklich alles, sogar mit einer netten Nachricht. Sehr gut. Dann hast du wenigstens alles richtig gemacht. Ja, aber heute Morgen kam schon die Antwort. Und? Vielen Dank für Ihr Interesse. Leider haben wir uns für andere Bewerber entschieden. Ach, Ahmed, das tut mir leid. Mir auch. Ich hatte bei dieser Wohnung zum ersten Mal ein bisschen Hoffnung. War sie denn so gut? Nicht wirklich. Aber sie war wenigstens bezahlbar, also halbwegs, und ich hätte meine Ruhe gehabt. Das reicht manchmal schon als Traum. Genau. Hast du sonst noch etwas gefunden? 2 neue Anzeigen. Eine in Spandau und eine in Neukölln. Spandau ist weit. Ja, aber ich kann im Moment nicht wählerisch sein. Stimmt. Und die in Neukölln? Die klingt besser. Ein Zimmer, 44 Quadratmeter, Altbau, Erdgeschoss. Erdgeschoss? Ist das schlecht? Nicht unbedingt. Aber manchmal ist es lauter und manche Leute mögen es nicht. Im Moment wäre mir sogar ein Keller fast egal. Hauptsache, ich wohne nicht mehr mit Tobias zusammen. Wie ist die Stimmung bei euch gerade? Gestern hat er sich beschwert, weil ich meinen Topf nicht sofort weggeräumt habe. Heute Morgen war es das Fenster in der Küche. Was war mit dem Fenster? Ich hatte es offen gelassen und ihm war es dann zu kalt. Er findet wirklich immer etwas. Ja, und ich werde langsam auch gereizt. Das ist nicht gut. Dann brauchst du wirklich schnell eine Lösung. Ich weiß. Hast du auf die Wohnung in Neukölln schon geschrieben? Ja, direkt. Und diesmal kam sogar eine Antwort. Wirklich? Das ist doch gut. Ja, morgen gibt es eine Besichtigung. Super. Aber ich freue mich noch nicht zu früh. Nach der letzten Erfahrung bin ich vorsichtig. Trotzdem, eine Einladung ist besser als keine Einladung. Stimmt. Wer zeigt die Wohnung? Nicht die Vermieterin selbst, glaube ich. Irgendjemand von der Verwaltung. Okay. Dann nimm wieder alle Unterlagen mit. Ja, diesmal habe ich schon einen kompletten Ordner vorbereitet. Sehr gut. Man fühlt sich dabei fast wie bei einem Vorstellungsgespräch. Ja, nur dass es um ein Dach über dem Kopf geht. Genau das macht es so schlimm. Ahmed, hör zu. Wenn du morgen da bist, sei freundlich, ruhig und klar. Sag, dass du fest arbeitest, zuverlässig bist und langfristig etwas suchst. Ja, Und bitte versuch, nicht sofort zu sagen, wie sehr du aus der WG fliehen willst. wieso? Das ist doch die Wahrheit. Ja, aber es klingt schnell verzweifelt. Aber ich bin verzweifelt. Das weiß ich. Trotzdem musst du ruhig wirken. Okay, ich versuche es. Und wenn sie fragen, warum du umziehen willst, Dann sage ich suche etwas Eigenes, weil ich langfristig ruhiger und selbstständiger wohnen möchte. perfekt. Viel besser als mein Mitbewohner macht mich wahnsinnig. Schade, das wäre meine ehrliche Version gewesen. Die hebst du dir für mich auf. Gut, Glaubst du, Tobias merkt, wie dringend es für dich geworden ist? ja. Und ich glaube, er zählt innerlich schon die Tage. Das ist unangenehm.
Sehr. Gestern hat er sogar gefragt, ob ich schon etwas gefunden habe. Und? Ich habe nur gesagt, noch nicht. Er hat dann so geschaut, als hätte ich ihn enttäuscht. Ach Mann. Ja, ich will einfach nur irgendwo normal wohnen. Ohne Kommentare, ohne Kontrolle, ohne Stress. Vielleicht ist die Wohnung morgen genau das. Hoffentlich. Und wenn nicht? Dann suche ich weiter. Aber langsam frage ich mich, wie lange ich das noch durchhalte. Du hältst es durch. Und morgen gehst du erst einmal zu dieser Besichtigung. Ja? Ahmed, Ja. vergiss deinen Ordner nicht. Keine Sorge, im Moment ist dieser Ordner wahrscheinlich mein wichtigster Besitz. Guten Tag. Sie sind Ahmed El-Sayed? Ja, genau. Guten Tag. Schön. Kommen Sie bitte herein. Ich zeige Ihnen kurz die Wohnung. Danke. Hier ist der Flur, links das Bad, rechts die Küche und hinten das Wohnzimmer mit Schlafnische. Die Wohnung wirkt heller als auf den Fotos. Ja, das sagen viele. Die Fotos waren nicht besonders gut. Und sie ist etwas größer, oder? 46 Quadratmeter. Für Berlin immer noch nicht riesig, aber für eine Person ganz gut. Ja, für mich wäre das wirklich genug. Wohnen Sie aktuell in Berlin? Ja, in einer WG, aber ich suche jetzt etwas Eigenes. Verstehe. Arbeiten Sie? Ja, Vollzeit in einem Logistikunternehmen. Seit wann? Seit fast einem Jahr. Gut, das ist besser, als wenn jemand gerade erst angefangen hat. Ja, Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? ja, alles in diesem Ordner. Schufa, Gehaltsnachweise, Arbeitsvertrag, Ausweiskopie und Selbstauskunft. Sehr gut vorbereitet. Das macht nicht jeder. Ich habe inzwischen gelernt, dass man in Berlin schnell sein muss. Da haben Sie recht. Darf ich fragen, wie hoch die Warmmiete ist? 890 € warm. Das ist viel, aber für Berlin inzwischen leider normal. Ja, Und die Kaution? 3 Kaltmieten. Die Kaltmiete liegt bei 710 €. Okay. Haben Sie Fragen zur Wohnung? Ja, gibt es einen Keller? Ja, ein kleines Kellerabteil. Und die Küche bleibt so? Ja, die Einbauküche gehört zur Wohnung. Das ist sehr gut. Das Bad wurde vor 2 Jahren renoviert. Die Heizung funktioniert gut und im Haus ist es meistens ruhig. Meistens? Naja, es ist ein Altbau. Man hört manchmal Schritte oder Türen. Aber insgesamt ist die Hausgemeinschaft eher ruhig. Das ist mir wichtig. Sind Sie eher ein ruhiger Mieter? Ja, auf jeden Fall. Ich arbeite viel, bin oft müde und brauche zu Hause vor allem Ruhe. Das klingt passend. Gibt es viele Bewerber? Natürlich, aber nicht alle bringen vollständige Unterlagen mit. Wenigstens ein kleiner Vorteil für mich? Ja. Und Sie wirken zuverlässig. Danke. Wann könnten Sie einziehen? Wenn es nötig ist, schon sehr bald. Spätestens zum Monatsanfang. Das wäre gut. Die Wohnung steht nicht gern lange leer. Ich hätte wirklich großes Interesse. Das sehe ich. Darf ich ehrlich sein? Natürlich. Ich suche inzwischen schon länger. Und diese Wohnung ist die erste, bei der ich wirklich das Gefühl habe, hier könnte ich gern wohnen. Das ist schön zu hören. Ich weiß, dass viele Leute sich bewerben, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn es klappt. Verstehe. Ich suche nichts Luxuriöses. Ich will einfach eine ruhige, normale Wohnung, in der ich ankommen kann. Das kann ich nachvollziehen. Gibt es etwas, das gegen mich spricht? Im Moment nicht, aber ich muss natürlich alle Unterlagen prüfen und mit der Eigentümerin sprechen. Ja, klar. Haben Sie Haustiere? Nein, Rauchen Sie? nein. Gut. Wann bekomme ich Bescheid? Wenn alles schnell geht, vielleicht schon morgen Abend. Das wäre wunderbar. Aber ich verspreche noch nichts. Natürlich. Sie können mir den Ordner gleich dalassen. Dann habe ich alles zusammen. Ja, gern. Danke. Wissen Sie, ich versuche ruhig zu bleiben. Aber ehrlich gesagt hoffe ich sehr, dass Sie sich für mich entscheiden. Das merke ich. Ist das schlecht? Nein. Es wirkt nur so, als bräuchten Sie diese Wohnung wirklich. Ja, das tue ich auch. Dann melden wir uns. Danke. Herr El-Sayed? Ja? Ich glaube, heute haben Sie ganz gute Chancen. Wirklich? Ja. Aber sagen Sie es bitte noch niemandem. Zu spät. Innerlich habe ich es mir gerade schon selbst erzählt. Ahmed, warum klingst du so komisch? Weil ich gerade nicht weiß, ob ich lachen oder einfach nur still sein soll. Was ist passiert? Ich habe die Wohnung bekommen. Was? Wirklich?
Ahmed, das ist ja super. Ja, die Verwalterin hat gerade angerufen. Ich habe die Wohnung wirklich bekommen. Oh mein Gott, endlich. Ja, ich kann es noch gar nicht glauben. Wann unterschreibst du den Vertrag? Morgen Nachmittag. Perfekt. Und wann ziehst du ein? Offiziell zum Monatsanfang. Aber vielleicht kann ich schon ein paar Sachen früher bringen. Das ist ja großartig. Und Tobias? Weiß er es schon? Noch nicht. Ich wollte es dir zuerst sagen. Sehr richtig. Ich bin gerade einfach nur erleichtert. Das glaube ich dir. Nach allem, was du in den letzten Wochen erlebt hast, hast du das wirklich verdient. Danke. Wie fühlt es sich an? Ehrlich, fast unwirklich. Die ganze Zeit habe ich gesucht, geschrieben, gewartet und gehofft. Und jetzt ist plötzlich alles entschieden. Das ist oft so. Erst nur Stress und Zweifel und dann auf einmal klappt es. Ja, Hast du schon an Kaution, Vertrag und Ummeldung gedacht? noch nicht an alles. Im Moment freue ich mich nur. Das darfst du auch. Aber morgen beginnt der organisatorische Teil. Ja, das weiß ich. Musst du die Kaution sofort zahlen? Nicht komplett morgen, aber bald. Das wird etwas anstrengend. Hast du genug Geld dafür? Es wird knapp, aber ich denke, es geht. Vielleicht muss ich diesen Monat sehr vorsichtig sein. Hauptsache, du hast endlich deine Ruhe. Genau das denke ich auch. Und Tobias wird wahrscheinlich auch erleichtert sein. Ja. Wobei ich glaube, er wird so tun, als wäre ihm alles ganz egal. Wahrscheinlich. Ich freue mich am meisten auf etwas ganz Einfaches. Auf was denn? Auf meine eigene Küche, mein eigenes Bad, meine eigene Tür, keine Kommentare, keine Regeln von jemand anderem. Das klingt wirklich schön. Ja? Und weißt du was? Ich werde am ersten Abend einfach nur auf dem Boden sitzen, Tee trinken und die Stille genießen. Das ist ein guter Plan. Morgen nach der Arbeit gehe ich direkt zur Vertragsunterschrift. Soll ich mitkommen? Wenn du Zeit hast, gern. Dann bin ich ruhiger. Klar, ich komme mit. Danke. Und wann ziehst du um? Vielleicht schon am Wochenende. Ich habe ja nicht so viele Möbel. Brauchst du Hilfe? Vielleicht bei den Kisten. Und bei der Lampe. Ich bin schlecht mit Lampen. Kein Problem. Ich hoffe nur, dass in dem Haus wirklich Ruhe ist. Hat die Verwalterin doch gesagt, oder? Ja, sie meinte, die Hausgemeinschaft sei eher ruhig. Das klingt doch perfekt für dich. Ja, vielleicht fängt jetzt endlich mein richtiges Leben in Berlin an. Das klingt schön. Ich habe so lange das Gefühl gehabt, nur irgendwie durchzukommen. Arbeiten, schlafen, Streit in der WG, Wohnung suchen. Und jetzt kommt ein neuer Anfang. Genau. Ahmed, Ja? versuch nur eins nicht zu idealisieren. Jede Wohnung hat auch kleine Probleme. Ja, das weiß ich. Aber wenn die Probleme klein sind, ist das schon ein großer Fortschritt. Da hast du recht. Ich werde Tobias heute Abend Bescheid sagen. Und? Bist du nervös? Ein bisschen, aber diesmal auf eine gute Art. Dann geh jetzt nach Hause und genieß diesen Moment. Das mache ich. Und morgen unterschreibst du. Ja, und hoffentlich beginnt danach endlich Ruhe. Hoffentlich. Warum klingst du bei hoffentlich so komisch? Nur so. In Berlin gibt es immer irgendeine Überraschung. Bitte nicht schon wieder. Ich sage nur, warte ab. Nein, diesmal warte ich auf etwas Gutes. Entschuldigung, wohnen Sie neu hier? Ja, genau. Ich bin Ahmed. Ich bin vor 3 Tagen eingezogen. Aha, dann wollte ich Ihnen nur kurz sagen, dass man Sie unten ziemlich stark hört. Mich? Wirklich? Ja, ich wohne direkt unter Ihnen. Oh, das tut mir leid. Gestern Abend war es besonders schlimm. Gestern? Ich habe eigentlich nur ein Regal aufgebaut und später noch ein paar Kartons bewegt. Ja, genau das meine ich. Es war laut und spät. Ich glaube, es war nur bis 8:30. Für mich war es trotzdem sehr störend. Entschuldigung.
Ich wollte nur schnell fertig werden. Und heute Morgen auch? Heute Morgen? Sie laufen ziemlich schwer. Ich laufe schwer? Ja. Jeder Schritt klingt laut. Das war mir wirklich nicht bewusst. Jetzt wissen Sie es. Ich werde darauf achten. Hoffentlich. Entschuldigung, aber ich mache wirklich keinen Lärm extra. Ich bin gerade erst eingezogen und versuche nur, alles in Ordnung zu bringen. Das verstehe ich, aber ich arbeite im Homeoffice. Ich brauche Ruhe. Ja, klar. Und die Waschmaschine gestern Abend um 10 war auch keine gute Idee. Die Waschmaschine, die habe ich gar nicht benutzt. Wirklich? Ja, ich habe noch nicht einmal genug Wäsche gesammelt. Dann war es vielleicht etwas anderes? Vielleicht der Nachbar nebenan? Nein, ich weiß normalerweise genau, woher Geräusche kommen. Aber die Waschmaschine war wirklich nicht ich. Gut. Dann war das vielleicht ein Irrtum. Ich will wirklich keinen Streit. Das hoffe ich, denn in diesem Haus gibt es klare Regeln. Gibt es eine Hausordnung? Natürlich, die haben Sie doch sicher bekommen. Ja, aber ich habe sie noch nicht ganz gelesen. Dann sollten Sie das bald tun. Ja, mache ich. Besonders abends und nachts muss man sehr vorsichtig sein. Verstehe. Und noch etwas. Stellen Sie bitte keine Kartons ins Treppenhaus. Oh, die wollte ich nachher gleich runterbringen. Ja, bitte, das sieht nicht so schön aus. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass es ab jetzt ruhiger wird. Ja, noch einmal Entschuldigung. Einen schönen Abend noch. Danke, Ihnen auch. Mit wem redest du da draußen so lange? Mit meiner Nachbarin von unten. Oh. Was wollte sie? Sie sagt, ich bin laut. Gestern, heute, eigentlich immer. Aber wir sitzen doch nur hier und trinken Tee. Ja. Und gestern haben wir nur das Regal aufgebaut. Bis 8:30. Das ist doch völlig normal. Eigentlich schon. Klingt sie streng? Sehr. So ähnlich wie Tobias. Nur älter und noch unfreundlicher. Das ist kein gutes Zeichen. Nein, ich bin gerade erst eingezogen und schon beschwert sich jemand. Vielleicht ist sie einfach empfindlich. Vielleicht. Aber ich wollte doch endlich Ruhe haben. Willkommen im Altbau. Bitte sag nicht so etwas. Sorry. Aber manchmal hört man in alten Häusern wirklich jeden Schritt. Ja, aber sie sagte sogar, ich hätte nachts die Waschmaschine benutzt. Das stimmt nicht einmal. Dann ist das schon komisch. Findest du? Ja. Wenn jemand sich beschwert, obwohl du etwas gar nicht gemacht hast, ist das kein gutes Zeichen. Super. Genau das habe ich gebraucht. Neue Wohnung, neue Probleme. Ruhig. Vielleicht war es nur ein schlechter Anfang. Hoffentlich. Hast du die Hausordnung gelesen? Noch nicht ganz. Dann mach das heute. Nur zur Sicherheit. Ja, Und vielleicht versuchst du in den nächsten Tagen wirklich besonders leise zu sein. das mache ich sowieso. Gut. Weißt du, was ich gerade denke? Was denn? Dass Berlin es wirklich schafft, aus allem ein Problem zu machen. Erst findet man keine Wohnung, dann findet man endlich eine und dann ist man plötzlich zu laut, obwohl man nur läuft und Tee trinkt. Ja. Leider klingt das ziemlich realistisch. Ich hoffe nur, dass das nicht erst der Anfang war. Guten Tag, Herr El-Sayed. Sie hatten um einen Termin gebeten. Ja, genau. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Worum geht es? Es geht um meine Nachbarin aus der Wohnung unter mir. Seit meinem Einzug gibt es immer wieder Beschwerden. Welche Beschwerden genau? Sie sagt, ich sei zu laut. Wegen meiner Schritte, wegen Möbeln, wegen Kartons. Einmal hat sie sogar gesagt, ich hätte nachts die Waschmaschine benutzt, aber das war gar nicht ich. Frau Krüger hat sich tatsächlich auch bei uns gemeldet. Schon? Ja, sie meinte, seit ihrem Einzug sei es deutlich unruhiger geworden. Aber ich mache wirklich nicht viel. Ich arbeite tagsüber, bin meistens müde und zu Hause eher ruhig. Verstehe. Ich wollte mit Ihnen sprechen, bevor das größer wird. Ich will keinen Streit mit den Nachbarn. Das ist vernünftig. Ich habe sogar extra die Hausordnung gelesen. Nach 10 Uhr bin ich besonders leise. Ich höre keine laute Musik, ich feiere nicht und ich bohre auch nicht mehr.
Das ist gut. Aber ich habe das Gefühl, dass Frau Krüger sehr empfindlich ist. Das kann sein. Sie beschwert sich öfter. Wirklich? Ja, nicht nur über Sie. Schon früher gab es Rückmeldungen von anderen Mietern. Das beruhigt mich ein bisschen. Trotzdem sollten wir die Situation ernst nehmen. Natürlich. Ich will ja auch fair sein. Hören Sie, das Haus ist alt. Die Decken sind nicht besonders gut gedämmt. Man hört Schritte tatsächlich ziemlich deutlich. Also liegt das vielleicht gar nicht nur an mir? Genau. Es liegt oft an der Bausubstanz. Aber was kann ich denn tun? Ich kann ja nicht schweben. Nein, das wäre schwierig. Sehr witzig. Sie könnten Filz unter die Stühle kleben, Teppiche auslegen und vor allem in den Abendstunden auf schwere Schritte achten. Das kann ich machen. Und wenn Frau Krüger wieder direkt bei Ihnen klingelt, bleiben Sie bitte ruhig. Das versuche ich. Aber ehrlich gesagt macht mich das Ganze schon nervös. Ich bin gerade erst eingezogen und will einfach normal wohnen. Das verstehe ich. Ich hatte vorher schon Stress in meiner WG. Ich dachte wirklich, mit dieser Wohnung beginnt etwas Besseres. Vielleicht tut es das auch. Nur eben nicht ganz ohne Probleme. Ja, vielleicht. Haben Sie mit Frau Krüger schon einmal in Ruhe gesprochen? Nur kurz im Flur. Sie klingt immer so, als wäre alles schon entschieden. Dann könnte vielleicht ein ruhiges Gespräch helfen. Mit ihr zusammen? Ja, wenn Sie möchten, kann ich dabei sein. Das wäre mir lieber. Gut, dann können wir Missverständnisse vielleicht klären. Zum Beispiel die Sache mit der Waschmaschine. Genau. Und wenn sie sich trotzdem weiter beschwert? Dann dokumentieren wir die Situation. Aber im Moment würde ich erst einmal versuchen, sachlich zu bleiben. Okay, Ich sage Ihnen ehrlich, in Mehrfamilienhäusern gibt es fast immer irgendwo Reibung. Das bedeutet nicht gleich, dass Sie etwas falsch machen. das ist gut zu hören. Und es bedeutet auch nicht, dass Frau Krüger automatisch recht hat. Danke. Möchten Sie, dass ich ihr schreibe und ein gemeinsames Gespräch vorschlage? Ja, bitte. Dann mache ich das. Eine Frage noch. Ja? Glauben Sie, dass das mit der Zeit besser werden kann? Wenn beide Seiten ruhig bleiben, ja. Wenn nicht, wird es anstrengend. Das klingt ehrlich. Ist es auch. Dann versuche ich es. Teppich, Filz, Ruhe, Gespräch. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Genau. Wissen Sie, trotz allem bin ich froh, dass ich die Wohnung gefunden habe. Das ist doch schon etwas. Ja, vielleicht ist Berlin einfach so. Erst kämpft man um eine Wohnung, dann kämpft man um Ruhe. Da ist leider etwas Wahres dran. Aber wenigstens kämpfe ich jetzt in meiner eigenen Wohnung. Das ist ein Fortschritt. Ja, und vielleicht wird aus diesem schwierigen Anfang doch noch ein gutes Zuhause. Das wünsche ich Ihnen. Danke. Ich hoffe nur, dass Frau Krüger das auch irgendwann so sieht. Das werden wir bald herausfinden. Und genau das macht mir schon wieder ein bisschen Sorgen. Verstehe ich. Aber diesmal sind Sie nicht allein damit. Das ist gut. In Berlin ist das schon fast ein Luxus.